Cloudy 666. Für genauere Informationen zum Video oder der Geschichte von Cloudy 666 lesen Sie bitte die Videobeschreibung, die Packungsbeilage oder fragen bei Ihrem Schwarzmetaller des Vertrauens nach weiterer Auskunft. Hallo, meine schwarzen Freunde. Da bin ich wieder. Kuckuseli! Heute erzähle ich euch, wie die Geschichte weitergegangen ist. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, habe ich euch im ersten Teil erzählt, dass ich in einem bösen Lokal war, wo mir ein Mann gesagt hat, ich soll meinem Hamster den Kopf abbeissen. Daheim bin ich dann auch sofort in mein Zimmer gegangen. Ach so, ja. Mein Zimmer habe ich im Übrigen vor 2 Wochen, als ich angefangen habe, Black Metal zu hören, ganz schön umgestaltet. Ich habe überall Poster von Him und Korn und anderen bösen Bands aufgehängt. Sogar der Eminem hängt an der Wand. Obwohl das gar kein Metal ist, sondern Hip-Hop oder wie das heißt. Aber er ist trotzdem böse, weil er auf der Bühne immer eine Kettensäge in der Hand hat und sich ganz Amerika darüber aufregt, wie böse er ist. Dann habe ich auf meinem Schreibtisch Kerzen aufgestellt, die noch von der Weihnachten übrig geblieben sind. Aber Weihnachten mag ich jetzt nicht mehr, weil Weihnachten, das ist christlich. Und alles, was christlich ist uncool. Dann habe ich mir aus Karton ein verkehrtes Kreuz gebastelt. Und darauf habe ich mit Filzstift ein Pentagramm gemalt und einen Totenkopf aus Gummi draufgeklappt. Den habe ich auch aus der Paperbox. Das verkehrte Kreuz, das hängt jetzt über meinem Bett. Die Mami hat natürlich ganz wild geschimpft, wo sie das gesehen hat. Sie hat gesagt, das ist Blasphemie und der liebe Gott sieht das gar nicht gern. Judas! Irgendwie habe ich mich dann schon ein bisschen geschämt. Aber ich bin stolz darauf, dass ich böse bin und meine Mami das endlich einsieht. In meinem Zimmer steht auch das Käfi mit meinem Hamster drin. Ich habe also an das gedacht, was der Mann im Lokal gesagt hat. Dann habe ich alle Kerzen angezündet und habe das Käfi aufgemacht und habe den Hamster rausgeholt. Ich glaube, der Hamster hat gemerkt, dass ich ihm etwas antun will, weil er mir vor lauter Angst in die Hand gemacht hat. Das habe ich dann aber ganz schnell weggewischt. Dann habe ich mir überlegt, ob ich den Hamster zuerst tot machen soll, bevor ich ihm den Kopf abbeisse. Aber ich glaube, der Mann hat sicher gemeint, ich soll ihm lebendig den Kopf abbeissen. Ich bin ziemlich aufgeregt und mein Herz hat wie wild gepumpt. Bum, 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 bum. Dann habe ich die Augen fest zugemacht und den Kopf vom Hamster ins Maul genommen. Das hat gekützelt, weil der Hamster ja überall Haar hat und ich musste fast niessen. Dann wollte ich zubeissen, weil der Hamster so fest zappelt hat. Und dann ist Mami ins Zimmer gekommen. Sie ist verschrocken und hat laut geschrien. Ich wollte gerade sagen, dass ich mit dem Stupsi, also so heisst der Hamster, nur spiele. Spielen! Da habe ich ihm dann aber vor lauter Schreck wirklich den Kopf abbissen. Einfach so. Es hat knackst und mein Maul war voller Blut und es war ein grusiger Geschmack. Das Fell hat ganz blöd gekratzt und dann habe ich auch angefangen rumzuschreien. Die Mami hat tobt wie eine Wilde. Dann hat sie die Rettung angerufen, weil ich nicht mehr aufgehört habe zum Schreien. Und ich musste auch noch kotzen müssen. Den ganzen Boden habe ich voll gekotzt. Über meine Kleider und über einfach alles. Und mit drin ist der tote Hamster gelegen und ein Stückchen von seinem Kopf. Ich habe wahnsinnig zittert und mich auch geschämt. Und die Mami hat mir voll eins oben runtergehauen. Dann ist die Rettung gekommen und hat gefragt, was los ist. Die 2 Sanitäter waren vom Zivildienst und hatten beide lange Haare gehabt. Als die mein Zimmer mit den Poster und den Kerzen und dem verkehrten Kreuz gesehen haben beide angefangen zu lachen und gar nicht mehr aufgehört. Dann haben sie mich auf die Barre gehoben und ins Rettungsauto getragen. Währenddem wir ins Krankenhaus gefahren sind, haben sie meine Mami gefragt, ob ich in einer Sekte bin. Und die Mami hat gesagt, dass ich seit 2 Wochen Black Metal höre. Weil das habe ich ihr ja erzählt.
Und dann hat sie noch gesagt, dass ich eine Satanistin bin. Und ich bin richtig stolz gsi. Dann haben die Zivildiener wieder angefangen zu lachen und haben gemeint, das wäre nur meine Pubertät und richtiger Black Metal nichts für Kinder ist und ich ja sowieso nur so ein trendy Black Metal Girlie, haben sie gesagt, wäre. Das habe ich gemein gefunden. Weil ich finde, ich bin ein richtiger Satanist. Dann sind wir aber auch schon im Krankenhaus angekommen und der Doktor hat gesagt, dass ich wahrscheinlich eine Vergiftung habe, weil ich ja das ganze Hamsterblut geschluckt habe. 3 Tage musste ich im Krankenhaus bleiben. Dann durfte ich erst wieder heim dürfen. Die Mami hat in der Entschuldigung für die Schule geschrieben, dass ich eine Hamsterblutvergiftung hatte. Das habe ich richtig evil gefunden. Also dann, bis zum nächsten Mal. Eure Claudi 666. Auf Wiedergüchsli!